I need somebody by my side. I was thinking just tonight. You know if you feeling right, you can slide in my foreign ride. Baby, hop inside, lately you been on my mind. You and I gotta get it, do or die. It might not work, but we could try. Lately I've been cutting ties. Girl, pick it up, don't hit decline. Girl, I could keep you satisfied. So let's just keep it, you and I. Remember me when I forget you. They said I changed, it's just a heads up. I know you play on both sides. Girl, you be telling me lies. In or out, gotta decide. I might just drive like 55. Just like my name is Dylan Wright. Oh girl, you be like McDonald's, because that booty supersized. I can't stay too long, I gotta go. Hi, ich bin Ferdi von CETA Automotive. Heute haben wir für euch einen BMW 5er umgebaut. Wir haben hier unser Active Sound System nachgerüstet. Es ist ein 530D, 258 PS, wenn ich mich nicht irre, und geht ganz schön gut ab. Wollen wir mal losdüsen. Wir haben hier an dem Fahrzeug einen Sounderzeuger nachgerüstet. Das ist von draußen komplett unsichtbar. Er befindet sich dennoch außen. Und ich finde, das Fahrzeug ist richtig geil geworden. Die haben hier das ganze Interior noch ein bisschen geupdatet von der F-Generation, die schon geil war. Und ja, wir haben jetzt hier die Sportanzeigen. Lasst euch nicht irritieren, das liegt jetzt hier an der Fremdsprache mit dem Vermögen und dem Körper. Und ja, wir haben das jetzt hier quasi mit den Originaltasten bedienbar. Bedeutet, wir könnten das jetzt wahlweise über die Startstoppautomatik kennen. Das bedeutet, bei jedem zweiten Druck wird das Profil wechseln. Wir könnten es auch auf die Hauptmodus legen. Bedeutet, Sportmodus wäre ein eigenes Profil, Comfort oder Eco Pro. Könnte man auch machen. Oder jetzt hier bei dem Fahrzeug wollte das Kunde gerne unabhängig von den ganzen anderen Tasten haben. Man hat es mit der ESP-Taste. Bedeutet, drücken wir die Taste zweimal. Dann ist das, wechselt das Profil. Eben waren wir ohne Sound. Jetzt sind wir mit dem dezenten Modus. Drücken wir die Taste nochmal zweimal, wechseln wir in den lauteren Modus und dann geht das halt wieder von vorne los. Wieder zweimal wäre ohne Sound. Also ich finde das Dezente hier irgendwie jetzt gerade angebrachter, weil ihr wollt mich ja ordentlich verstehen. Das Fahrzeug hier ist 4matic, also mit diesem X-Drive, 4matic ist der Mercedes, und hat dementsprechend ein Allrad, was aber relativ hecklastig ist. Es kommt schon ziemlich geil, also quasi ein BMW-Fahrer, der vorher Heck immer nur gefahren ist, der wird das immer noch geil finden, weil wenn man dann die Traktionskontrolle ein bisschen entschärft, ist der immer noch sehr geil zu fahren, besonders sehr hecklastig. Hier bei dem Modell mit M-Paket, also M-Paket bedeutet halt außen eine Sportline, hat halt den geilen Diffusor schon, sieht optisch auch richtig geil aus. Der 50D hätte jetzt nur noch die gleiche Ruhe, aber halt in schwarz.
könnte man quasi hier auch jederzeit nachrüsten, wenn man es mag. Und wenn nicht, dann auch nicht schlimm in Chrom, beziehungsweise jetzt in verschmutzt. Finde ich auch mal geil bei den BMW-Generationen, ab der F-Generation kam das ja, dass wenn ihr den Modus umändert, dann ändert sich auch das Tacho-Design. Zum Beispiel im Eco Pro ist das eher so bläulich, so schön effizient eingestellt. Im Komfort ist es halt ganz schlicht und im Sport schön übertrieben geil und sportlich mit dem Drehzahlmesser dann in rot. Ich muss echt zugeben, der faucht ja mega krass, ey. Das sind 530er und immer beim Abtun der Turbo. Das müsst ihr mal gleich von draußen hören. Richtig geil. Oh, ich soll nicht vergessen, dass ich im Stand bin und kein Gas geben soll. Gefährlich, ja. Das hier ist auch richtig geil, finde ich. Mit dem Klavierlack. Mega kratzempfindlich. Hier sieht man noch die ganzen Fingerabdrücke. Nicht meine, aber die waren da schon. Und mit dem Klimabedienteil, das haben die richtig geil modern gemacht. Besonders dieses ganze schwarze, all black, dann mit der ganzen Mittelkonsole rüber. Ich habe jetzt noch keine andere 5er Generation G gesehen, aber das überzeugt schon mal richtig geil. Zumindest von der Optik. Von der Bedienung her, für einen BMWler bestimmt kein Problem, hier mit der fremden Sprache sich durchzunavigieren. Für mich ein bisschen schwierig. Okay, mein Auto verstehe ich noch irgendwie. Mini-Auto. Hier können wir dann, so wie wir eben waren, noch ein paar Einstellungen treffen. Hier sehen wir es schon. Speedlimit-Assistent, also wahrscheinlich Verkehrszeichenerkennung. Dann mit dem Touch und so weiter mit der Bedienung. Dann Navigationsmenü etc. Dann Autostatus. Quasi hier die ganzen Elemente mit der Öltemperatur, sag ich schon, mit dem Ölstand, mit dem AdBlue-Stand. Generell den Check. Kennen wir ja alles. Dann Technik, ja, das hört sich schon besser an. Da waren wir auch schon. Efficient Dynamics. Ja, bestimmt. Und die Analyse auch bestimmt interessant. Und halt auch Sport-Displays, wo wir schon drin waren, was nicht schlecht ist. Wo man halt quasi eine Ist-Anzeige hat von der Leistung, die abgerufen wird vom Motor. Wir sind nur im Stand, keine Sorge, da ist klar, dass nicht volle Leistung abgerufen wird, weil keine Last auf dem Motor ist. Geil aufgefallen, dafür, dass das Fahrzeug mit dem Single-Turbo kommt mit 258 PS, geht da richtig gut zur Sache. Ich zeige euch das einmal hier, ich weiß nicht. Also es ist leicht feucht, wir hatten eben Schneeregen. Wir haben wir haben hier X-Drive und wir geben mal Gas. So. Ganz leichten durchdrehende Räder, aber geht richtig gut zur Sache. Man merkt halt, der hat untenrum extrem geiles Drehmoment, also so im mittleren Drehzahlbereich auch und obenrum typisch Diesel, da geht ihm die Puste aus und das ist halt wiederum in Anführungszeichen etwas typischer für den 30D. Der 35D wird auch obenrum noch viel geiler ziehen und der 50D noch geiler und dann geht auch dieses Diesel-typische irgendwann weg. Also dass er trotzdem drehfreudig ist im oberen Drehzahlbereich, obwohl es ein Diesel ist und das machen die halt mit den moderneren Motoren immer geiler und immer geiler. In Sportmodus nicht zu krass benutzen, besonders nicht auf der Autobahn, weil dann passiert das. Ich glaube, der hat richtig was abbekommen. So, ich hoffe, das Fahrzeug hat euch gefallen. Ist ein BMW 5er aus der aktuellen G-Generation, also ganz frisch. Dieses Fahrzeug ist jetzt noch kein Jahr alt und der Fahrer liebt es, weil er hat schon über 50.000 Kilometer damit abgegurkt. Dementsprechend heftig, noch kein Jahr alt. Ich weiß nicht, wie man so viel fahren kann. Wahrscheinlich schläft er hier auch im Auto. Mag sein, jetzt mit dem Active Sound System wird er wahrscheinlich noch viel lieber hier drin schlafen. Nicht vergessen, teilen, liken. Bis zum nächsten Video.